So, das ist die Straße. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, wie das denn funktionieren soll. Guten Morgen, everybody. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin noch in Pehu in Co. Es ist 8:30 Uhr, 15 Grad. Ein bisschen frisch morgens, aber die Nacht war ganz angenehm hier. Snowball hat geladen bis zu 52 oder 53%. Alles gut. Eigentlich ein schöner Campingplatz. Die Nacht hat es geschüttet wie Hölle. Gewitter, Blitze, Donner. Naja, ich hatte überlegt, ob ich noch einen Tag länger auf diesem Campingplatz bleibe. Aber das macht wenig Sinn. Hier in der Nähe ist eine kleine Sehenswürdigkeit, die zeige ich euch gleich. Und dann fahre ich in die nächstgrößere Stadt Bahia Blanca, weil ich brauche Geld. Snowball braucht, glaube ich, eine kleine Wäsche. Und ich muss noch ein paar andere Sachen klären und organisieren. Und das sind ungefähr 100 Kilometer entfernt. Außerdem ist da eine Ladestation von Audi. Ja, das ist das, was wir heute vorhaben. So, jetzt müssen wir noch einiges einstellen. Die Kameras sind vorbereitet. Die Navigation einstellen. Ich habe ein bisschen aufgeräumt in meinem Auto. Das muss ich ja alles ein bisschen organisieren und finden, wie ich wo, was, wann brauche und hintue und auch wiederfinde. Aber eins kann ich jetzt schon mal sagen, ich habe viel zu viel mit. Das muss sich ändern. Ja, wie sieht jetzt der weitere Plan aus? Also zuerst zu dieser Sehenswürdigkeit hin, dann nach Bahia Blanca. Es gibt eine Ladestation da, muss ich versuchen, ob die mich da dran lassen, das ist von Audi. Dann nach Western Union, ich muss ja ein bisschen Geld haben. Aber ich muss, also die Ladestation wird nicht reichen. Also ich muss noch weiterhin Strom haben, deswegen werde ich da übernachten. Werde versuchen, ein Hotel zu finden, in dem ich über Nacht laden kann. Ja, also alles in allem verbrauche ich hier in dem Auto schon sehr viel Strom. Es ist ja nicht nur das Fahren, es ist auch die Klimaanlage, die ich gerade mal ausgeschaltet habe. Aber das ist die Powerstation, das ist der Kühlschrank, das sind diese USB-Geräte, die ich die ganze Zeit lade. Der Starlink braucht Strom, also das ist schon eine Menge, sodass ich, auch wenn ich fast 2 kW lade, effektiv nur 1 kW dabei rumkommt. Also wie gesagt, ich bin jetzt von gestern um 11, also ich habe so ungefähr 22 Stunden geladen und habe dann in der Zeit 44% geladen, das sind ungefähr 31 kW. Ja, weniger als die Hälfte, ja, damit kommt man pro Nacht nicht weit. Also die Schätzung, dass ich voll zu laden 2 Tage brauche, ist schon richtig.
Muss ich also jedes Mal einkalkulieren. Aber trotzdem, dieser Step nach Bahia Blanca ist eine größere Stadt. Der ist schon wichtig. Dann bin ich auch relativ safe hier in Argentinien, was Geld angeht. Ja, dann habe ich gelesen, die Mautstraßen unterwegs waren keine Mautstraßen. Es soll wohl Kontrollstellen geben, aber nur wenige, an denen man bezahlen muss. Also an der Stadtgrenze auf jeden Fall nicht. Und auch nicht zwischen Tindal und Pehuenco hier. Aber Google Maps sagt Mautstraße und Mautstraße vermeiden heißt Feldwege fahren. Okay, ja, aber die Gegend hier ist zwar ein bisschen einsam, aber trotzdem sehr schön. Wetter ist schön. Von mir aus kann es jede Nacht regnen wie wild. Habe ich kein Problem mit. Solange es tagsüber schön ist. Es wird halt nur problematisch, wenn die Straßen schlechter werden. Dann kann ich so etwas natürlich nicht gebrauchen. Also ich möchte nicht wissen, wie diese Feldwege aussehen, jetzt, in diesem Moment, nach diesem Gewitter diese Nacht, die ich gestern gefahren bin. No way. So. Hier geht es jetzt ab. Die Straßenzeichen zeigen auch, man soll hier runterfahren. So, das ist die Straße. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, wie das denn funktionieren soll. Ich könnte versuchen, hier drüber. Okay. Okay, das war jetzt knapp. Okay. Das möchte ich jetzt nicht nochmal machen. Da kam ich jetzt mit Mühe und Not durch. Aber wie komme ich jetzt darüber? Einfach mal versuchen. Wow, das geht sogar. Holla die Waldfee. Na. So. Aber ich habe mal etwas vergessen. Die Fahrdynamik. Ich habe noch gar keinen Offroad-Mode. Den sollte ich dann vielleicht auch mal einfügen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Eine Mautstraße. Ich glaub's nicht. Ich glaube es einfach nicht. So, jetzt ist auch noch meine GoPro defekt. Zumindest steckt da jetzt der Akku drin und ich bekomme nicht mal raus. Der Slot ist abgerissen, der Deckel ist abgerissen, keine Ahnung. Da muss ich mal schauen, wie ich das rauskriege. Aber die Straße sieht jetzt hier schon wesentlich besser aus. Es war wahrscheinlich nur das kurze Stück dazwischen. Naja, also da kann ich fahren, das ist nicht das Problem. So, sind wir jetzt wieder auf der Asphaltstraße. Ja, das war schon eine heikle Sache ganz am Anfang. Die Straße nachher war okay, war halt ein Schotterweg. Aber zu Anfang, das war risky. So. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Aber dort auf diesen Felsplateaus soll es irgendwo Trüppel geben von Tieren. Historisch. Keine Ahnung, wo ich da suchen soll. Steht aber nichts hier. Wir gehen mal darauf. Gucken mal nach, was wir da finden. Aber ich bin da nicht keiner
Nee, hier ist das nicht. Wo könnte das denn sein? Ein Satz mit X. Das macht nichts. Irgendwie finde ich das hier nicht. Hier ist ein bisschen rumgelaufen, aber dann halt nicht. Machen wir beim nächsten Mal. No way. So. Jetzt hoffen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen Geld bekommen, ein bisschen Bargeld. So, das war nicht, die waren wohl am Umbauen und wir haben gar kein Geld zurzeit. Ist gar nicht so einfach, an Geld zu kommen. So, meine Bemühungen sind nicht gerade von Erfolg gekrönt. Also beide Western Union Stationen konnten mir kein Geld auszahlen. Die eine macht das überhaupt gar nicht und die andere hat auch wieder nicht so viel. Außerdem war da eine Riesenschlange dabei. Dann wollte ich jetzt zu dem Hotel. Das Hotel war ausgebucht. Jetzt komme ich langsam ans Limit. Ich habe noch ungefähr 12% Charging. Es ist noch reichlich, ne? Aber ich versuche jetzt erstmal diese Audi-Station aufzusuchen. Mal gucken, vielleicht kann ich ja da ein Stündchen oder zwei laden und habe dann etwas mehr Spielraum für die Hotelsuche. In Alaska. Why you go there? See, Only sleep. you live, adventure. Okay. I will go. I want to go, but you can go with the electric vehicle. No, but no. And what do you do for living? I'm retired. Tengo mucho tiempo. Bueno, nosotros tenemos clientes de Frisos Bahía, que es dueño. Sí, bueno. No, we have a client that do the same. Yeah. Best decision. Viaja solo. Life is one. Sí. La mujer no lo quiso acompañar, te quedas solo. Sí. Sí. Los sueños son de uno, ¿viste? Por ahí la mujer le gusta hacer otra cosa y vos le gusta hacer otra. Ja. Bueno, I don't know. Verstanden. Also das war richtig nett hier. Die haben sich richtig um mich gekümmert, unterhalten und so. Ciao. Ja, ich habe Kaffee und Kuchen bekommen. Haben da bis 90% geladen. Ich habe nur 90% gemacht, weil die letzten 10%, das hätte jetzt noch mal 1,5 Stunden oder Stunde gedauert oder sowas. Aber das wollte ich dann nicht. Das wäre jetzt so lang gewesen. Einer hat mir sogar ein Hotel versorgt.
in Rio Colorado, das einem Freund gehört oder Bekannten. Das haben wir dann auch alles gemanagt. Da fahre ich jetzt hin. Das sind jetzt noch 175 Kilometer. Und ja, alles in allem. Und die hatten ein CSS2 Ladekabel da, also Schnellladung. Ich glaube, das waren 30 kW oder sowas, was man da laden konnte. Also ich glaube, insgesamt waren das jetzt 3 Stunden, 3,5 Stunden, die ich geladen habe. Alles perfekt. Grüße an alle Leute, die da in der Audi-Station waren. War richtig cool. Im Moment ist das ein bisschen Verkehr hier. Der ist aber nicht deswegen so langsam, weil so viele Autos hier sind, sondern der ist deswegen so langsam, weil die Schlachtlöcher es nicht erlauben, schneller zu fahren. Vor allem für die LKW-Fahrer nicht. Wahnsinn. So, dann werden wir unser Zimmer mal anschauen. Ja, ist auch ein schönes Zimmer hier. So, schön. Ja. So, also es war ein schöner Tag heute. Ein schönes Zimmer habe ich bekommen. Nicht zu viel versprochen, das Badezimmer ist auch sehr luxuriös. Okay, so. Ja, der Tag war jetzt vielseitig. Am Anfang die Offroad-Story, dann die Fossilien, die ich nicht gefunden hatte. Western Union wollte mir kein Geld geben an 2 Stellen. Das Hotel war ausgebucht in Bahia Blanca, aber zum Schluss alles noch zum Guten gewendet. Die Mitarbeiter von Audi waren unwahrscheinlich nett, haben mir sehr viel geholfen. Ich konnte laden, es war eine 30 kW Station, hatte ich nicht erwartet. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht 20 kW könnte ich laden in 2 Stunden, aber nee, 3,5 Stunden laden. Und dann war ich bei 90%, mehr wollte ich nicht. Weil die letzten 10%, die dauern dann doch ein bisschen lange dann. Ich habe Media Lunas bekommen, habe was zu trinken bekommen. Wir haben versucht, meine defekte Kamera zu reparieren. Haben uns nett unterhalten, wirklich toll. Außerdem haben sie mir dann dieses Apartment hier versorgt. Ja, hier werde ich jetzt 2 Tage bleiben, ein Video fertig machen und außerdem muss ich mich mal richtig duschen und was Anständiges essen. Das machen wir jetzt nacheinander. Duschen, essen und dann beenden wir den Tag. Wir sehen uns morgen.